Hallo, liebe Zuschauer, 3D-Modellierer und Blender-Fans. Hier geht es nun an die weißen und schwarzen Lackierungen des Inneren der Motoren, also weiß für die Rotoren und Blätter und schwarz für die Gehäuse der Motoren und Scheinwerfer und der Leitungen. Wir arbeiten auch mit dieser Reihenfolge und beginnen mit der Selektion der Innereien der beiden Motorpaare. Dazu zunächst eines. Das mittlere Motorpaar ist mit dem Mirror Modifier versehen. Dort müssen wir also nur ein Objekt von der Vorderfront des Tauchboots aus betrachtet, das rechte, bearbeiten, während die beiden hinteren Motoren separate Objekte sind. Warum ich das seinerzeit so gemacht habe, weiß ich offen gestanden nicht mehr. Ich war im Vergleich zu heute noch eher ganz am Beginn meiner Blender-Lernphase. Das macht aber hinsichtlich der Arbeit keinen Unterschied, außer dass wir nur 3 statt 4 Objekte bearbeiten müssen. Wir können uns aussuchen, welchen Rotor mit Blättern wir zuerst mit dem Material Weiß versehen wollen. Wir haben das aus unserer Sicht, also von hinten auf das Tauchboot schauend, linke Objekt gewählt und nach der bereits mehrfach beschriebenen Technik das Material mit der Farbe Weiß erstellt. Irgendwelche Parameter müssen hier nicht geändert werden. Danach, wie gehabt, die betreffenden Objekte nacheinander selektieren und nicht vergessen, das Basisobjekt, also aus dieser Sicht das linke, zuletzt erneut auswählen, alles mit permanent gedrückter Shift-Taste und linker Mausklick und dann mit der ebenfalls schon beschriebenen Datenblocktechnik mit STRG und L Link Transfer Data aufrufen und Link Materials wählen, das Material zuweisen. Wobei wir hier, weil nur 3 Objekte, durchaus auch ganz einfach das Material von der bekannten Stelle aus auf jedes Objekt hätten ziehen können. Damit ist der Teil mit dem Material Weiß erledigt. Ähnlich verfahren wir auch mit den Scheinwerfer- und Motorgehäusen und den Kabeln, wobei wir hier aber, um dem schwarzen Lack auch etwas Glanz zu verleihen, den schon bekannten Roughness-Parameter auf 0 setzen. Auch hier markieren wir die vorgenannten Objekte nach bekanntem Muster und wenden ebenfalls die Datenblocktechnik an. Eine kleine Besonderheit: Der aufmerksame Zuschauer wird vielleicht bemerkt haben, dass ich die Halterungen der hinteren Motoren vergessen hatte. Eine meiner Unaufmerksamkeiten, die ich erst beim Fertigen der Videos für diese Playlist bemerkt habe. Die Korrektur ist schnell erledigt, wie wir sehen. Okay, das war's auch mit diesem Part der Textur, und weil es so schön war und der nächste Schritt eher kurz ist, widmen wir uns nun noch den Verglasungen der Kuppeln der Frontscheibe und der Einstiegslücke und den Scheinwerfergläsern. Wir selektieren dafür im Objektmodus die Glaskuppel der Vorderfront und erstellen nach dem schon bekannten Muster ein neues Material, welches wir hier Simple Glass genannt haben. Als Shader dient auch hier der Principled BSDF. Wir scrollen nun im Properties Editor ein wenig nach unten, erweitern dort den Punkt Settings und aktivieren die Option Screen Space Refraction. Dadurch wird die Glastransparenz aus den Voreinstellungen der EOR-Lichtbrechung auch im Preview sichtbar. Wieder oben in der Base Color Option stellen wir das Material nun mit dem gezeigten Farbtool auf vollständiges Weiß. Das heißt, die beiden Parameter Value und Alpha erhalten den Wert 1 bzw. 1.000. Nun schalten wir die Roughness aus, indem wir den Wert auf 0 setzen. Der Parameter Transmission hingegen erhält den Wert 1 und wir sehen sofort die Wirkung, das tatsächliche Glas. Nun bleibt uns nur noch, dieses Material den genannten Objekten zuzuweisen, entweder wie es hier zu sehen ist mit Drag and Drop oder mit der bereits bekannten Datenblocktechnik. Und fertig! Im folgenden Video
Widmen wir uns dann dem Inneren des Scheinwerfer, welches ja auch aus Metall ist, wird dieses aber noch nicht zugewiesen haben. Den Grund sehen wir dann. Bis dahin also und wie immer, bleibt alle gesund.